Hallo Leute, nachdem mittlerweile fast jeder seinen Spotify-Jahresrückblick vorgesetzt bekommen hat, ich natürlich auch, habe ich mir Gedanken gemacht, wie so eine Liste für meine Skincare aussehen könnte. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, dass ich als Content Creatorin einige Produkte teste, ganz unabhängig davon, ob sie mir kostenlos zugeschickt werden oder weil das Interesse an diesen Produkten relativ groß ist. Aber es gibt eben auch Hautpflege bzw. Produkte, zu denen ich sehr, sehr regelmäßig greife und die ich einfach immer da haben muss und die ich dieses Jahr sehr, sehr häufig verwendet habe. Deswegen habe ich diese kleine Liste erstellt für meine Top-Skincare-Kategorien und zu diesen einzelnen Kategorien werde ich euch auch meine meistverwendeten Produkte zeigen. Auf Platz 1 ist auf jeden Fall Sonnencreme. Ihr wisst ja, dass ich wahnsinnig gern Sonnencreme teste, weil das einfach nicht nur Freude bereitet, sondern weil ich euch damit tatsächlich helfen kann. Denn viele von euch schreiben mir regelmäßig, dass ihr aufgrund meiner Videos eine Sonnencreme gefunden haben, die sie gut finden und die sie regelmäßig verwenden können. Und sowas macht mich einfach besonders happy, weil Sonnencreme selbstverständlich auch das Hautkrebsrisiko reduziert. Und das ist für mich persönlich einfach ein Thema, das viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Auf Platz 2 landen Toner, weil das einfach eine Produktkategorie ist, durch die ich mich sehr, sehr gerne durchteste, auch privat. Nicht unbedingt, weil ich Content kreieren möchte, sondern weil ich diese Produktkategorie sehr, sehr gerne mag und weil ich finde, dass Toner zu meiner Hautpflegeroutine definitiv etwas Positives beitragen. Danach folgen Cleanser, also Reinigungsprodukte für die Haut. Auch hier habe ich dieses Jahr einige Produkte ausprobiert, aber nicht so viele wie zum Beispiel im Bereich der Sonnencreme oder im Bereich der Toner. Nichtsdestotrotz habe ich auch hier Produkte, die ich sehr, sehr häufig verwendet habe und die ich euch gleich zeigen werde. Für den 4. Platz habe ich mir eine Kategorie ausgedacht, die produkttechnisch nicht unbedingt zu den anderen Kategorien passt, weil es einfach so spezielle Produkte sind, die einen ganz bestimmten Zweck erfüllen und diese Kategorie habe ich einfach Specials genannt. Und zu guter Letzt habe ich auch noch einiges an Körperpflege ausprobiert, aber da diese nur einen sehr, sehr kleinen Teil ausmacht, landet das Ganze auf dem letzten Platz. Starten wir mal mit meiner liebsten Alltagssonnencreme und wer mir schon länger folgt, weiß bestimmt, welches Produkt ich gleich in die Kamera halten werde, und zwar ist es das Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Das ist meine absolut liebste Sonnencreme, die habe ich schon mehrfach aufgebraucht, mehrfach nachgekauft. Ich habe sogar hier noch so eine aufgeschnittene Tube, also ich liebe die so sehr, dass ich die jedes Mal aufschneide und alle Reste rauskratze. Das ist so eine großartige Sonnencreme, die ich auch gerne trage, die ich auch in der entsprechenden Menge ohne Probleme in meinem Gesicht verteilen kann, die so angenehm ist und die vor allem für meine fettarme, trockene Haut wunderbar funktioniert und die auch überhaupt nicht schwer auf der Haut ist. Also ich finde, dass man diese Sonnencreme nicht wirklich auf der Haut spürt und sie hinterlässt auch noch so einen wunderschönen Glow. Ich habe auch ein Video zu der Sonnencreme gemacht und sie mit der Beauty of Joseon Sonnencreme verglichen. Ich packe euch einfach alle Videos zu den einzelnen Produkten, falls ich da irgendwas erstellt habe, in die Infobox bzw. in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch das Ganze definitiv nochmal im Detail anschauen. Was Sonnencremes für Outdoor-Aktivitäten angeht, habe ich vor allem auf diese beiden zurückgegriffen, und zwar ist das die Sun Ozon Sonnenlotion mit Algenextrakt. Ich merke das auch am Gewicht, dass ich sie sehr regelmäßig verwendet habe, und hier muss ich einfach sagen, dass ich das Preis-Leistungs-Verhältnis großartig finde. Die lässt sich ohne Probleme auftragen, ist nicht übermäßig klebrig und dementsprechend auch angenehm zu tragen, und fürs Gesicht habe ich sehr, sehr oft diese Sun Ozon Sportbalsam benutzt. Ich habe auch einige Tuben davon aufgebraucht. Ich hatte die im Urlaub dabei und habe die auch sehr, sehr gerne verwendet, weil die auch, wie gesagt, vom Preis-Leistungs-Verhältnis großartig ist, sich gut auftragen lässt und auch noch wasserfest ist. Das ist mir für Outdoor-Aktivitäten extrem wichtig, weil man ja auch ins Schwitzen kommt und ich natürlich nicht will, dass mir die Sonnencreme sofort komplett vom Gesicht runterrinnt.
Toner ist ja eine meiner absolut liebsten Hautpflegekategorien. Da könnte ich wirklich stundenlang drüber sprechen und einzelne Gesichtswässerchen in die Kamera halten, die Unterschiede dazu erklären und welches davon mein Favorit ist. Aber heute soll es ja wirklich um meine Most Used Toner gehen und einer davon ist definitiv der Isana Pure Toner. Ich liebe diesen Toner und ich habe mir wirklich seit Jahren solch einen Toner bei Rossmann gewünscht. Deswegen bin ich so happy, dass wir dieses Produkt endlich bekommen haben. Und wie ihr sehen könnt, wurde er auch hart geliebt und ich muss mir auch noch definitiv eine neue Flasche kaufen. Und den benutze ich hauptsächlich morgens, wenn ich keine Lust habe, mein Gesicht zu reinigen, also wenn meine Haut wie so ein bisschen trocken ist, dann gebe ich mir was davon auf ein Wattepad und gehe damit über mein Gesicht drüber, um die Überreste der Nacht zu entfernen. Und wenn es schon um meistgenutzte Toner geht, dann darf natürlich mein eigenes Gesichtswasser nicht fehlen, weil ich es dieses Jahr einfach sehr regelmäßig verwendet habe. Ich benutze das tatsächlich auch jeden einzelnen Tag, weil hier eine meiner liebsten Inhaltsstoffe-Kombis enthalten ist. 4% Niacinamid, 2% Panthenol, 2% Ectoin und das Ganze ohne deklarationspflichtige Duftstoffe und mit einem Sprühkopf. Ich liebe es ja, mein Gesichtswasser auf die Haut aufzusprühen und man spart damit tatsächlich auch Produkt. Ich habe das ausprobiert, abgewogen. Wenn ihr euer Gesichtswasser in so eine Sprühflasche umfüllt, dann geht es euch nicht so schnell leer, wie wenn ihr das mit einem Wattepad auftragt. Und ich handhabe das tatsächlich mit meinem Gesichtswasser auch so, dass ich die Flaschen behalte und dort Toner reinfülle, bei denen mir die Verpackung nicht so zusagt oder die ich einfach gerne auf mein Gesicht aufsprühen würde. Und da ich, wie gesagt, dieses Gesichtswasser jeden Tag benutze und auch das ganze Jahr über regelmäßig verwende, ist das ein Most Used Toner 2022. Auch der Isntree Hyaluronic Acid Toner Plus ist ein riesengroßer Favorit von mir und wie ihr das am Füllstand erkennen könnt, benutze ich ihn sehr regelmäßig. Das ist bereits meine zweite Flasche und ich muss dazu sagen, dass das Zeug wahnsinnig ergiebig ist. Das liegt unter anderem daran, dass es eine gelige Konsistenz hat. Also es hat auf jeden Fall mehr Textur als zum Beispiel der Isana Liquid Moisturizer. Das Produkt ist wirklich gelig, aber dennoch flüssig. Ich zeige euch das mal kurz, wenn die Kamera das einfangen kann. Seht ihr das? Es ist nicht komplett wässrig und wenn man das so ein bisschen zwischen den Fingern verreibt, dann merkt man das auch, dass es definitiv ein bisschen Textur hat, aber auch mehr Textur im Vergleich zum Beispiel zu diesem Isana Liquid Moisturizer. Wenn ihr den zum Beispiel zu flüssig findet, dann könnt ihr euch auf jeden Fall mal den Isntree Hyaluronic Acid Toner Plus anschauen. Da sind auch verschiedenste Formen des Hyalurons enthalten und ich finde den tatsächlich auch nicht übermäßig klebrig, vor allem wenn man noch weitere Produkte darüber aufträgt. In der Kategorie Cleanser habe ich Reinigungsschaum sehr regelmäßig verwendet und hier vor allem den Isana Pure Reinigungsschaum, den ich bereits nachgekauft habe. Also das ist meine zweite Flasche und ich bin auch sehr froh darüber, dass Rossmann das Codecheck-Siegel von der Verpackung entfernt hat, weshalb ich den Reinigungsschaum auch noch sehr viel lieber nutze als vorher. Der Balea Med Reinigungsschaum geht übrigens genauso. Beide sind sehr ähnlich formuliert und ja, haben auch ein ähnliches Auftragsverhalten und eine ähnliche Reinigungsleistung. Aber da ich hier in meinem Ort nun Rossmann habe, kaufe ich natürlich auch hauptsächlich die Produkte von Rossmann. Und dieser Reinigungsschaum ist einfach nur großartig, lässt sich easy verteilen, easy runterspülen, brennt nicht in den Augen und ist vor allem für morgens wunderbar geeignet. Und natürlich darf mein eigenes Reinigungsgelee nicht fehlen. Ich habe hier die beiden Tiegel, die ich aufgebraucht habe am Start, nur damit ihr das mal sehen könnt. Und die habe ich tatsächlich gemeinsam mit meinem Freund leer gemacht, weil der das Reinigungsgelee auch so gerne verwendet. Ich habe auch ein komplettes Video zu meiner eigenen Hautpflegelinie gemacht. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles unten in der Infobox. Dann könnt ihr euch gerne nochmal dazu informieren, wieso, weshalb, warum ich dieses Produkt habe entwickeln lassen, was meine Gedanken dahinter waren. Und ich liebe einfach meine eigenen Produkte und ich liebe dieses Reinigungsgelee. Und deswegen ja, habe ich das auch dieses Jahr
wahnsinnig oft verwendet. Es ist Zeit für die Specials und da habe ich auch einige spannende Produkte am Start, die ich dieses Jahr sehr, sehr regelmäßig benutzt habe. Eins davon ist auf jeden Fall das Face Theory Lumicella A15 Serum. Das hier ist die leere Flasche und das hier ist die neue. Das enthält 15% Acelainsäure und ich merke bei diesem Produkt auch deutlich einen Unterschied, was meine Haut angeht. Denn die 15% Acelainsäure können hilfreich bei Entzündungen sein und können auch hilfreich bei Hyperpigmentierungen sein. Und das ist auch tatsächlich ein Produkt mit 15% Acelainsäure, das ich richtig, richtig gut vertrage und das ich mir auch immer wieder nachkaufen werde. Dann habe ich hier noch das Purito Dermite Zika Barrier Sleeping Pack. Das gibt es ja leider nicht mehr, deswegen habe ich mir ein Backup davon besorgt. Das ist das Backup, sprich ich habe bereits eine Tube davon aufgebraucht. Und an diesem Produkt mag ich einfach die Wirkung und die Konsistenz und was es mit meiner Haut tut. Und wie ihr sehen könnt, benutze ich das auch sehr, sehr gerne. Hier sind barrierestärkende Inhaltsstoffe drin, beruhigende Inhaltsstoffe. Und ich mache das meistens so, wenn ich merke, dass meine Haut gereizt ist und man sich so ein bisschen unwohl fühlt. Also das merkt man, wenn die Haut so, ich weiß nicht, wenn die halt einfach gereizt ist, spannt und ja, sich so trocken und so ausgesaugt anfühlt, dann mache ich das meistens so, dass ich abends mein Gesicht reinige, dann sprühe ich mich mit meinem Gesichtswasser ein und dann trage ich eine dünne Schicht von diesem Sleeping Pack auf mein Gesicht auf und auf die Stellen, die besonders gereizt sind, wie zum Beispiel hier an den Wangen, da trage ich eine dickere Schicht davon auf. Und das lasse ich so 15 Minuten sitzen und massiere die Reste so ein bisschen ein. Und ich sage euch, das hilft über Nacht richtig, richtig gut. Dann ist morgens die Haut nicht mehr so gereizt, sie spannt nicht und fühlt sich einfach sehr angenehm und gepflegt an. Und das liegt auch unter anderem daran, dass das Produkt relativ pflegend ist. Also es hat schon einen gewissen Pflegeeffekt, vor allem wenn man das in einer dickeren Schicht auf bestimmte Stellen aufträgt. Aber wie gesagt, dieses Sleeping Pack gibt es leider nicht mehr. Es gibt mittlerweile eine Art Alternative, die allerdings nicht genauso formuliert ist. Mein Bakuchiol Booster darf in diesem Video auch nicht fehlen. Das liegt unter anderem daran, dass ich erstens ein riesengroßer Fan von Bakuchiol bin und zweitens immer wieder erkläre, dass ich klebrige Produkte weniger klebrig machen kann, indem ich ein paar Tropfen Öl hinzugebe und da greife ich zu 99% zu meinem Bakuchiol Booster, weil er eben auf einer Ölmischung basiert. Das heißt, ich handhabe das so, dass ich mir zum Beispiel bei Misana Liquid Moisturizer, der ist ein bisschen klebrig, also zumindest für mich persönlich, dass ich mir dann was davon in die Hand gebe und dann füge ich noch so ein paar Tröpfchen von dem Bakuchiol Booster hinzu und habe dadurch eben nicht nur Öl drin, sondern auch ein paar nice Actives wie 1% Bakuchiol, 1% Q10 und Astaxanthin. Das sind antioxidative Inhaltsstoffe und deswegen eignet der sich auch wunderbar für morgens. Und wie gesagt, den habe ich dieses Jahr einfach sehr, sehr oft verwendet, weil ich auch immer wieder mit klebrigen Produkten konfrontiert war. Der Freiöl-Lippenbalsam war dieses Jahr auch sehr, sehr häufig in Verwendung und das liegt unter anderem daran, dass er Ceramide enthält und da merke ich auch definitiv einen Unterschied, was meine Lippen betrifft. Sie sind weniger trocken, sie sind weniger rau, vor allem wenn ich das mit anderen Lippenpflegeprodukten vergleiche. Ein weiteres Produkt, das ich für die Lippenpflege benutzt habe und wie ihr sehen könnt, habe ich das auch sehr, sehr häufig verwendet, ist die Baby Dream Natural Wundschutzcreme. Die kommt nämlich gänzlich ohne Zinkoxid aus und ist dadurch nicht so trocken auf den Lippen. Das ist auch eine extrem reichhaltige, sehr fettige Creme, die schon einen spürbaren Pflegefilm auf der Haut hinterlässt. Also es ist definitiv nichts für Leute, die eine super ölige Haut haben und das aufs Gesicht auftragen wollen. Das wird euch definitiv nicht gefallen. Aber für die Lippenpflege oder wenn man raue Stellen hat, dafür ist diese Wundschutzcreme wunderbar geeignet. Was Bodylotion angeht, bin ich eine richtig faule Socke und brauche Produkte, die einfach in der Handhabung sind und die sich easy verteilen lassen und die nicht komisch auf der Haut antrocknen. Und da habe ich ein Produkt, das für mich perfekt ist. Und zwar ist es die Alpremed Lipid Schaumcreme. Das ist so
ein großartiges Produkt, vor allem für alle Leute, die es unangenehm finden, eine Bodylotion ewig und 3 Tage in die Haut einzumassieren, denn hier ist definitiv der Vorteil, dass das Produkt als Schaum daherkommt. Ihr seht, das sieht fast aus wie Rasierschaum, aber ist eine super angenehme Creme. Und wenn man anfängt, das zu verteilen, oh, das fühlt sich so, so schön an. Und es geht so schnell, die gleitet förmlich über die Haut und trocknet auch überhaupt nicht klebrig an. Und das ist wirklich eins meiner absolut liebsten Körperpflegeprodukte ever. Etwas, was ich vor allem die letzten Monate sehr, sehr häufig verwendet habe, ist Handcreme. Und da kann ich euch jetzt kein spezifisches Produkt benennen, weil ich wirklich verschiedenste verwende. Hauptsache, die Handcreme ist parfümfrei, enthält keine ätherischen Öle, keine hohen Mengen an Ethanol, aber eine, die ich euch als Beispiel zeigen kann, ist die Isana Med Handcreme Totes Meer. Die ist sehr angenehm im Auftrag und die zieht auch gut weg. Also sie hinterlässt jetzt keinen spürbaren Film auf der Haut und ist ja relativ leicht im Vergleich zu anderen Handcremes, die ich am Start habe. Und die benutze ich sehr, sehr häufig, weil ich dieses Jahr das Klettern für mich entdeckt habe, beziehungsweise Bouldern. Und da habe ich einfach auch festgestellt, wie krass das die Hände strapaziert, wie trocken sie werden, wie rau sie sind und dass sie auch teilweise ja an gewissen Stellen aufreißen. Und da hilft mir eine Handcreme enorm, um dem vorzubeugen. Also wenn die Haut total spannt und rau ist und sich Risse bilden, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass da irgendwas reißt oder dass irgendwas wund ist und natürlich die Hautbarriere geschädigt ist. Und da kann ich einfach mit einer Handcreme Abhilfe schaffen. Aber wie gesagt, da benutze ich verschiedenste Produkte. Hauptsache, sie sind parfümfrei und ich vertrage sie gut. Fast hätte ich meine Waschstücke vergessen, denn die gehören hier definitiv mit rein, weil ich diese viel, viel häufiger benutzt habe als flüssige Shampoos, als flüssige Duschgele. Und zwar ist das einmal dieses Baby Love Nature feste Shampoo und Dusche. Ich finde, das ist eins der besten festen Shampoos in der Drogerie. Also, wenn ihr sowas gern ausprobieren möchtet, dann schaut euch das hier unbedingt mal an. Es schäumt sich wunderbar auf, es lässt sich gut verteilen, ich vertrage es richtig, richtig gut und es hinterlässt jetzt auch keinen ekligen Fettfilm im Haar. Also es ist wirklich perfekt. Also zumindest für mich persönlich ist das perfekt und es riecht nach nichts. Also es riecht nur nach den Rohstoffen. Es ist nicht auch noch extra parfümiert. Und das benutze ich einfach wahnsinnig gerne. Und dann habe ich hier noch ein ganz, ganz kleines Stück von dem Isana festen Shampoo Mango. Mir ist ja gerade meine ganze Hautpflege auf den Schoß gefallen. Habe ich machen wir weiter, ein kleines Stück von dem festen Shampoo Mango Kokos von Isana. Ich liebe dieses feste Shampoo, vor allem wenn ich Lust habe auf irgendwas Duftendes, weil das sehr, sehr angenehm riecht nach Mango Kokos, aber keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthält. Das waren meine diesjährigen am häufigsten verwendeten Hautpflegeprodukte. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche das bei euch wären. Und falls ihr euch jetzt für meine persönlichen Drogerie-Hautpflege-Favoriten von Isana interessieren solltet, dann klickt einfach auf dieses Video hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.